Georgi müsste gleich kommen. Ich glaube, der kommt direkt von da oben. Also ich habe 2002 angefangen in Hamburg zu studieren und ich glaube 2003 ging Evas Reihe los, damals noch im Planet Subotnik oben in Ottensen, an der Großbrunnenstraße. Und für mich war das einfach ein super wichtiger Ort als Jungspund irgendwie da gerade neu in der Stadt und neu als Student. Und da konnte man mindestens genauso viel, wenn nicht wesentlich mehr lernen als im Studium. Da kam man in Kontakt mit älteren Musikern, mit erfahreneren Musikern. Es waren immer tierische Konzerte, die Eva da auf die Beine gestellt hat. Montag war ein Pflichttermin einfach. Der Jazzraum bietet die Möglichkeit für einen Musiker, oder zwei gab es auch schon, 12 Konzerte zu spielen. Über ein Jahr hinweg, immer den letzten Montag im Monat. Und sich auszuprobieren, mit verschiedenen Musikern zu spielen und. Hafenbahn Jazzraum übernimmt die Fahrgelder und die Hotelkosten, also sieht zu, dass es finanziert ist. Und dieses Jahr hat es halt Georgi Kiekenharze. Und bin sehr glücklich darüber. Toller, junger Bassist. Ich bin der Gründer von der ersten Jazzreihe, die immer einmal im Monat läuft. Das war ich als erstes und danach hat sich das dann als Tradition entwickelt und dann haben das Gabel Kobor gemacht, jetzt macht's Georgi und all die anderen. Ich habe als Plan für dieses Jahr im Schwerpunkt, dass ich Migranten einladen möchte. Also dass so viele Ausländer wie möglich, die hierher gekommen sind, ihre Musik hier spielen. Welchen großartigen Einfluss die verschiedenen Kulturen haben. Und ich genieße das seit Jahren und im Jazz ist das glücklicherweise auch sehr stark. Ich habe lange drauf warten müssen und jetzt nach 15 Jahren darf ich zum Glück auch diese Reihe machen und das ist einfach tierisch, weil ich kann mir dann überlegen, mit wem ich welches Konzert bestreite, was ich gerne ausprobiere, was ich dem Publikum, der muss man auch sagen, auch ein Stammpublikum mittlerweile ist im Hafenbahnhof, da kommen viele gleiche Gesichter jeden Montag hin und es ist einfach, man kommt dann in Kontakt und man kennt sich und es ist einfach ein unglaublich geiler Ort, sich zu verwirklichen und sich weiterzuentwickeln. Also Georgi spielt wieder am 28.01. und dann am 25.02. Diese Reihe, die er macht, Live Views. Das wird sicher auch gut. 11.02. Pocket Band mit Gabriel Coburger. Da spielt Georgi auch wieder mit. Der ist hier echt jeden Montag, oder? Und da sind wir Montag. Eva, schön dich zu sehen. Schön, dass ihr hier reinkommt. Herzlich Hallo, mein Name ist Matthias. Ich übergebe euch jetzt Eva wieder. Danke sehr. Unser jüngster Stammgast ist 18 und die älteste 84. Und das ist so eine wunderbare Altersspanne, die man hier zu sehen kriegt. Macht Spaß. Besondere Musiker heute. Ich freue mich sehr. Free Jazz. Richtiger Free Jazz.
Also für mich als Musiker ist immer mitentscheidend, wie man als Band in einem Laden oder in einem Ort, wo man ein Konzert gibt, aufgenommen wird, wie man wertgeschätzt wird als Musiker, aber auch als Menschen. Und das hat einen direkten Einfluss auf die Musik. Und Eva ist einfach ein toller Mensch in erster Linie und hat eine Leidenschaft für diese Musik. Teilweise andersrum, dass die Idee für ein Projekt gehabt, wie das David Bowie-Projekt. Und dann war auch klar irgendwie, dass wir das als erstes im Hafenbahnhof machen wollen. Um es da auszuprobieren, um einfach in dieser kleinen und netten und familiären Atmosphäre das starten zu lassen. Das ist unfassbar viel wert. Das wird sehr, sehr gerne gemacht. Und deshalb ist natürlich auch mein großes Vergnügen, dass wenn ein Jazzmusiker eine neue Band aufstellt und neue Songs und Sachen geschrieben hat und er möchte das gerne ausprobieren, ne, so die ersten Male. Und da werde ich sehr, sehr gerne gefragt für, weil das so eine gute Atmosphäre ist, in der das möglich ist. Ich finde den Raum super akustisch gesehen, sieht auch noch ansprechend aus, was das Ganze deutlich angenehmer macht. Und man sucht sich meistens auch gute Musiker aus, um hier zu spielen. Diese typische Atmosphäre, was auch die alten Jazzclubs haben. Das heißt, wenn man reingeht, da ist eine Geschichte da und das weiß man und dann ist man ganz anders vom Mindset, als wenn man jetzt in einen niegelnagelneuen Club kommt, wo alles neu ist und schick. Hier hängt irgendwie Geschichte drin und das weiß man. Und das weiß der Stammgast oder das wissen die Musiker und deswegen, dadurch kommt so eine Emotionalität auf vielleicht. Und das Hafenbahnhof ist definitiv der beste Laden für Jazz, sogar in ganz Norddeutschland. Es gibt zwar wenig Geld hier, weil die Eintritte und das wenig Publikum ist, aber es gibt hier immer sehr gute Qualität. Und das ist auf jeden Fall das Tolle am Hafenbahnhof. Und der unermüdliche Einsatz von der Eva. Schön. Wo sollen wir als nächstes hingehen? Also, wenn ihr bei Fat Jazz noch nicht wart, im Bunker bei Gabriels Reihe, ist das auf jeden Fall ein heißer Tipp. Ja, und was meint ihr? Wo sollen wir als nächstes hingehen? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Wir sehen uns nächsten Montag. Oder? Auf jeden Fall.